Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe euch heute wieder mal eine österreichische Folge mitgebracht. Bei mir zu Gast war nämlich Alexander Weichselberger, kurz Weixi, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und schätze und in meiner Zeit in Wien den Austausch mit ihm immer sehr genossen habe. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich externe Testdienstleistungen wie Remote Testing oder ein Testlab, eine Testfactory sich über die letzten Jahrzehnte verändert hat. Durch das ganze agile Arbeiten haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verändert, Kunden sind deutlich anspruchsvoller, wollen schneller flexible Lösungen haben und auch das Team muss einiges beachten bei der Nutzung von externen Ressourcen, vom Onboarding bis zur Testinfrastruktur. Wie sich die Welt da verändert hat und wie das heute funktionieren kann, das erzählt uns jetzt der Weixi. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Weixi, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie, danke, dass ich hier sein darf und auch danke für die Einladung. Für mich ist das ja ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Also diese Kombination von Agilität und Remote-Testing, da geht es ja um viel mehr als nur einen Prozess oder einen Set von Tools, sondern das ist, Richie, ja eigentlich eins deiner Core-Themen. Da geht es um Kultur aus meiner Wahrnehmung. Es geht um Vertrauen einerseits, Transparenz. Und letztlich, man muss auch bei dieser Einbindung von Remote-Leistungskräften letztlich auch die Verantwortung im Team neu denken. Also viele sind da eine große, große Herausforderung. Wie das aber gelingen kann, und darüber würde ich ganz gerne heute mit dir sprechen. Ja, das finde ich super spannend, weil sich da der Markt ja auch komplett gewandelt hat. Ich meine, ich war ja selber auch lange Zeit in diesem Consulting-Business irgendwo drinnen, wo man dann irgendwie ein Testcenter für jemanden betrieben hat oder ein Testlab oder eine Testfactory oder wie das immer heißt. Und ich glaube, da ist einfach jetzt auch einiges passiert, vielleicht durch die Pandemie, aber auch durch Agilität und all diese Themen. Und das ist einmal spannend, da auch drauf zu schauen, wie macht man das eigentlich heute? Ne? Und da finde ich super, mit dir auch so einen Protagonisten zu haben, die das halt einfach auch in ihrem Business, in der DNA auch mit drinnen haben und immer da auch am Puls der Zeit auch mitdenken und mitwirken. Ja, gehen wir da vielleicht gleich einmal rein, weil du sagst, wenn ich heute irgendwo in Projekt habe und sage, ich brauche jetzt einen Tester. So. Was sind denn so die Optionen? Was ist denn heute eigentlich so da üblich, auch in diesen Services da drinnen zu haben? Naja, also was heute schon sehr üblich ist, ist einfach diese grundsätzliche Möglichkeit, remote zu arbeiten. Das ist heute schon einfach ziemlich normal. Auch in agilen Teams gibt es Remote Work, Homeoffice und so weiter. Das sind ganz normale Themen. Also davon würde man grundsätzlich ausgehen. Man darf das jetzt nicht verwechseln mit irgendeinem, ich sage es jetzt mal, War-Room-Setting, ja, wo er einfach viel, viel konzentrierter zusammenarbeiten möchte, wo Fokus und Verfügbarkeit und Visibility und diese Collaboration einfach ganz, ganz wichtige Patterns sind. Ja, das meine ich jetzt nicht, wenn wir sagen, wir unterstützen einfach remote irgendetwas. Die Grundidee oder was mir da immer wieder reflektiert, ist eigentlich diese sehr triviale Situation. Ich als Projektleiter zum Beispiel komme in mein Meeting rein, ich merke, ich bin einfach, was die Timeline betrifft mit dem Testing, einfach nicht wirklich à jour. Ja. Jetzt habe ich dann halt die Möglichkeit herauszufinden als Projektleiter, woran liegt's, was sind die wesentlichen Themen, und die sind ja mannigfaltig, aber im Kern muss ich als Projektleiter vielleicht beim nächsten schon fix, und das könnte eine Woche später sein, mit einer Lösung antanzen. Ja. Ich muss also schauen, dass ich irgendwie das Thema hinkriege. Das kann nicht sein, dass ich versuche, das intern zu lösen oder eben halt auch externe dazu nehme. Ja. Aber da gibt's natürlich dann sofort irgendwo Handzeichen, dass dann das agile Team sagt, ja, aber jetzt der Externe dazu holen, das ist natürlich schwierig und das will man auch nicht immer so unbedingt. Ja. Wir merken sehr oft, wenn das so etablierte Teams sind, Richie, dass die einfach so eine eher ablehnende Haltung haben und sagen, es ist ein Nachteil, da jetzt Externe reinzuholen, weil dann müssen uns die Karten am Tisch liegen, das ist zum einen das. Und du hast natürlich, und das darf man nie unterschätzen, in dieser Projektphase, wo schon alles unter Druck ist, auf einmal eine Forming, Storming, Norming, Performing-Phase. Ja. Also das haben auch schon viele beschrieben, das ist ja grundsätzlich nicht so optimal. Also
Das ist das bei etablierten Teams. Wenn wir so nicht etablierte Teams haben oder Non-IT-Teams, wo wir einfach mit Test unterstützen sollen, dann merken wir es oft so, dass sie die einfach total zurücklehnen und uns alles machen lassen, was natürlich auch nicht funktioniert. Ja, wir müssen die Leute dann immer wieder einfangen und ihnen klar machen, es geht nicht darum, dass es für sie jetzt gemütlich wird und wir machen alles, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam zum Erfolg kommen. Ja, das ist so sehr oft die Ausgangsbasis. Und wie gesagt, bei agilen Teams oder beim agilen Prozess sind einfach bestimmte Dinge etwas anders, als wie es noch im 2000er Jahr war. Ja, da hat man halt gesagt, ich hole mir jetzt einfach der externe Tester dazu und denen gebe ich halt einfach ein Arbeitspaket. Und meistens habe ich die ja gar nicht remote arbeiten lassen, sondern die waren da im Team, die hat man gesehen und die waren trotzdem aber immer in einem eigenen Raum. Ja, also das war ja irgendwie so etabliert. Wenn man das jetzt auf die Agilität aber zurückbringt, dann geht es ja um ganz was anderes. Ja. Aber Agilität ist einfach super geil in Kommunikation. Das ist für mich eins der ganz wesentlichen Patterns. Und das fängt schon mal damit an, dass ich unbedingt schauen muss, dass so eine Remote-Unterstützung, die von außen kommt, also tatsächlich in den Sprintzyklus entsprechend eingebunden ist. Ja. Die brauchen ein Fast Feedback. Ja. Das nutzt nichts zu sagen, das übergeben jetzt den Remote-Testing-Jungs und Mädels und dann kommen wir Wochen später, die wollen das eigentlich instant haben. Das muss einfach zum Sprint wirklich gut integriert sein und muss da reinpassen. Also es ist nicht so, wie man früher gesagt hat, dass der Paket und jetzt fangst du mit an, sondern es geht stärker in die Richtung, dass es mehr so ein Testing on Demand ist. Also damit es in diesen Sprintzyklus entsprechend hineingeht. Und wie kann ich mir das vorstellen, in den Sprint das wirklich zu integrieren? Weil ich denke auch, das ist also häufig da so ein Ressentiment. Ich sage ja, wie die kriege ich dir jetzt da gar nicht irgendwie rein? Wie sieht denn das in der Praxis aus? Naja, genauso wie alles in diesen agilen Zusammenarbeiten. Ja, es geht nicht um einen starren Plan, sondern es geht einfach darum, dass sich Prioritäten auch entsprechend verändern können. Also wir haben immer dann Erfolg gehabt, wenn wir in diese Projekte, ich sag's mal, Kontingente von Testerstunden angeboten haben. Wenn wir gesagt haben, da habt ihr mal die Kontingente, ihr könnt uns abrufen. Und wenn ihr uns abruft, sagt uns einfach, was wir tun sollen. Ob es jetzt ein exploratives Testing ist, ob wir einen Regression-Test machen sollen, manuell oder automatisiert durchgeführt, ein Usability-Feedback, was auch immer. Wenn ich es erlaube, dass sich diese Inhalte verändern und auch vielleicht Reihenfolgen und Ähnliches, wenn das flexibel ist, dann funktioniert so eine Integration in den Sprint, weil du hast ja immer irgendetwas, das nicht erwartet passiert ist und dann ist der Plan halt, ja, wie sagt der Woko immer, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum, musst du irgendwie reagieren und das abholen. Und wenn man das aber kann und nicht auf irgendwelche starren Pläne pocht, sondern da super flexibel ist, funktioniert das aus meiner Sicht immer ganz gut. Jetzt ist es ja häufig so, dass auch da, also weil du auch gesagt hast, dass die Teams ein bisschen Ressentiments haben, da kommt ja häufig auch gleich das Argument, ja, wir machen jetzt hier, ich weiß nicht, Energiewirtschaft, das ist so fachlich komplex und sowas, bis ihr da drin seid, ist die nächste Release schon draußen. Wie geht ihr denn mit sowas um oder wie kann man denn sowas adressieren? Du, wir machen ja nicht nur Testerei, wir machen ja auch genauso IT-Analyse, ja, und auch dort hast du das ganz massiv, weil die sagen immer, also ihr kennt unsere Branche nicht und ihr habt das nicht erfahren. Also auf der einen Seite, was für mich immer bemerkenswert ist, es gibt so viele Dinge, die man in einer anderen Branche kennenlernt, die dann in der Branche, wo man dann etwas tut, super anwendbar ist und dort Veränderungen herbeiführt, wo die sagen, ja, voll interessant, das ist nice. Ja, also wenn du zum Beispiel im E-Commerce gearbeitet hast, wo du gewohnt bist, bei eBay und Co., dass quasi am nächsten Tag sich das komplette Produktportfolio ändern kann und alles verändern kann, aber extrem schnell deployen muss und dann kommst du zu einem Anlagenbauer, wo alles langsamer geht, ja, jetzt nicht despektierlich, es ist halt ein anderer Prozess, ja, oder zu einer Versicherung, wo es halt vielleicht nochmal ein Tick langsamer wird, ja, dann kannst du aber mit diesen Erfahrungswerten aus dem anderen punkten, ja. Das Wichtige ist einfach, du kannst, und wir machen das auch sehr oft so, wir schauen uns an, was in der spezifischen fachlichen Applikation für übliche Testfälle gibt, was wesentlich ist. Wir bauen Testfallideen auf und reflektieren die sofort. Ja. Also es ist auch nicht so, dass man uns beauftragt und dann tun wir 3 Wochen herum, sondern wir kriegen das und am nächsten Tag schicken wir schon einen Response und sagen, schaut her, wir würden diese Testfälle umsetzen, was fehlt euch noch? Baut uns eine Matrix für irgendwelche Sonderfälle, die ihr braucht im Finance oder sonst welchen Bereich, dann geht das. Du musst im Gespräch im Wesentlichen sein und das ist das Wichtige, was die verstehen müssen. Das ist das, was ich ja vorher gemeint habe, dass im Schlechtfall
sich manche Kunden einfach zurücklehnen und sagen, na, die kommen jetzt und die machen jetzt den Software-Test für uns. Nein, das muss ein Gespräch bleiben. Wenn es das bleibt, dann funktioniert es in Wirklichkeit. Ja? Und diese Kommunikation und diese Zusammenarbeit, die muss man auch genauso leben, wie dieses Team lebt. Ja, wenn die sich täglich zusammensetzen und einfach irgendwie einen Stand-up machen, dann musst du in Wirklichkeit auch mit dabei sein, ja, als Remote-Testing-Verstärkung. Ja. Das heißt ja nicht, dass du das gesamte Testmanagement machst, aber du bist für dein Thema verantwortlich und du musst in den Meetings dabei sein. Und da reicht dir oft ein kleiner Nebensatz, dass du sagst, von Weixi, von euch brauchen wir das und das. Oder dass du dann in deiner Darstellung von Daily sagst, du, das und das haben wir erledigt, da könnt ihr weitermachen. Dann bleibt es integriert, dann funktioniert das mit der Transparenz eigentlich ganz gut. Also man muss einfach den Zyklus des Teams mitgehen und das muss man halt einfach, man darf eben nicht diese isolierte Blackbox sein, ja, Ja. dann funktioniert's. Jetzt Und gibt ganz cool ist, vielleicht noch eine kurze ja. Anmerkung, Richie, ganz cool ist, wenn man dann auch wirklich in diese Kommunikationskanäle integriert wird, wenn man im Teams, im Slack oder was auch immer einfach mit dabei ist und da auch immer, ich sag, das Ohr auf der Schiene hat oder in diesen Kanälen hat, um mitzubekommen, wo vielleicht irgendwo schief geht oder wo man auch helfen kann. Ja. Und darum, dann funktioniert das gut, finde ich. Ja, dann kriegt man ja auch viel mehr mit, auch was, also vieles passiert ja irgendwo auf der Nebenspur, ne? Also es ist ja, wir sind ja als Tester ja auch gewohnt, von überall unsere Wissen zusammenzuklauben, und da musst du eben auch die Möglichkeit haben, da auch irgendwie ranzukommen und nicht überall ausgesperrt zu sein, ne? Ja, jetzt, absolut. Wenn ich jetzt so in agile Teams schaue, das ist ja das mit diesen Testaufwänden ja mal so, mal so. Also mal hast du irgendwie gerade viel an einem Tag, am nächsten hast du vielleicht ein bisschen weniger, dann wieder gar nicht. Und das ist ja auch sehr dynamisch, das ist schwer planbar. Also selbst mit dem Planning davor ist der Sprint ja nicht gleich immer. Ne? Und jetzt hat man natürlich als externer Partner ja auch ein bisschen sein Ressourcenthema. Wie kann man denn das handeln in so einem Kontext? Du, Richie, es gibt einfach da diese ganz normale Priorisierung, die du am Sprint hast. Ja. Also natürlich versuchen wir beim Sprint Planning dabei zu sein, mitzubekommen, was jetzt aus Moskau-Sicht heraus die Musts sind, die Schutz, die Kuts und ähnliche Dinge. Und die gleichen Parameter setzen wir bei uns an oder die gleiche Klassifikation. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Must schon erledigt ist und ich kann dabei andere Dinge machen oder ein Must nicht kommt, aber ich eigentlich jetzt Zeit eingeplant hätte, um da mitzumachen, dann kann ich halt irgendein Shoot oder Cut entsprechend angehen oder irgendein anderes Refactoring von irgendetwas tun. Also zu tun gibt's ja, sagen wir uns ehrlich, immer was. Was wir aber schon machen, ist, dass wir dann teilweise auch umplanen und dann sagen, okay, heute nicht. Heute gibt's nichts, womit wir arbeiten können. Mein Gott, da muss man etwas anderes tun. Und das ist wiederum das Nette, wenn man so ein Remote-Testing-Center aufbaut. Du hast ja nicht nur einen Kunden, du kannst dir dann unterschiedlichste Sachen machen, ja. Was nur wichtig ist, glaube ich, dass du bei dem Projekt, für das du eingesetzt bist, einen Single Point of Contact hast. Das muss immer der gleiche sein. Und im Hintergrund kannst du skalieren. Also wenn heute brutal viel einer kommt, wo du sagst, boah, habe ich gar nicht erwartet, nimmst halt Ressourcen von anderen Kollegen, die halt gerade nicht aktiv sind und nimmst die mit ins Team hinein. Und wenn ganz wenig ist, bietest du das auch in der Firma an und sagst, Leute, ich habe halt doch ein bisschen mehr Zeit, kann ich euch irgendwo helfen. Und dann wird dann halt ein Spock in einem anderen Projekt einfach ganz normal als Automatisierer oder was auch immer gerade tätig werden. Also die Aufgabe bei diesen Remote, ja, natürlich willst du immer volle Auslastung haben, ja, aber du musst es über die Projekte in irgendeiner Art und Weise organisieren. Dann gibt's das Problem auch nie. Ja, dann hast du eine Skalierung im Hintergrund, der besteht an Spock und an Tester, ja, und hat im Hintergrund 10 Leute, wenn es wäre. Ja. Und umgekehrt genauso. Du kannst da woanders mitmachen. Also ich glaube, das liegt nur daran, oder das ist das, was ich vorher ein bisschen gemeint habe auch, ja, dieses Testing on Demand, das darf kein starrer Plan sein. Du musst eher so Kontingente anbieten. Und wenn der Kunde die abruft, dann lieferst du die. Ja. Und wenn es dann wirklich zwickt und einfach mal nicht geht, dann sprechen sich bei uns halt die Spocks ab und sagen, du, ich habe da 5 Must-Themen, die muss ich nur durchkriegen bis, keine Ahnung, Ende dieser Woche. Und der andere sagt, ja, du, meine habe ich schon durch, okay, dann gehe ich ein bisschen runter. Also auch wir nivellieren das, wie auch jedes agile Team das in Wirklichkeit macht. Ja. Es ist halt auch bei uns ein agiles Team, das halt gleichzeitig in mehreren Projekten aktiv ist. Und das ist vielleicht nicht ideal, aber Richie, das hast ganz normalerweise. Ja. Also es ist ja selten, dass ein agiles Team wirklich nur ein Projekt macht. Da kennen wir in der Praxis, die verteilen sich auch. Die haben das gleiche Problem und wir adressieren das genauso. Ja. Aber auch hier wiederum,
ordentlich kommunizieren, sagen, Leute, das geht sich aus dem und dem Grund nicht aus, nicht, dass einer mit einem Ergebnis rechnet, das du dann einfach nicht schaffen kannst. Oder dass man mal sagt, okay, ich habe verstanden, wir brauchen viel mehr Ressourcen, lass mir das kurz checken und dann gibst du Feedback zurück. Und das ist wieder geil, wenn das dann über Teams oder Slack oder sonst wie einfach ganz formlos funktionieren kann. Ja, ja. Wenn du jetzt so, ich meine, ihr seid ja dann auch, habt ja gerade einen guten Einblick, was ist denn jetzt so aus deiner Erfahrung gerade so das, was mehr abgefragt wird? Ist jetzt eher so Richtung manuellen Testen, dass da noch Bedarf ist, etwas manuell Regression zu testen? Oder ist das jetzt quasi alles nur mehr Testautomatisierung und da braucht man jetzt die Spezialisten, die man sich dann da reinholt? Also witzigerweise, so Testdurchführung manuelle habe ich immer geglaubt, das wird keiner mehr nachfragen, ja, weil es ist ja viel hipper, wenn man was automatisiert und ähnliches. Und das hängt jetzt letztlich ein bisschen am Team. Wenn du jetzt bei einem hochprofessionellen, agilen Team bist, dann geht es eher um technische Ressourcen, die brauchen, ja, im Regelfall. Ja. Wenn es ein Team ist, das eher ein Fachteam ist, das der SAP einführen muss und ähnliches, dann beginnen wir oft ganz woanders. Dann fangen wir bei denen einmal an, Testfälle abzuleiten. Ja? Also das sind dann halt, indem wir uns die Oracles anschauen, also die alten Implementierungen anschauen oder von der neuen Applikation die Beschreibungen dazu oder die Use Cases oder was auch immer. Und wir stellen ihnen dann halt einfach diese Testfälle, legen ihnen den hin und sagen, schaut her, das ist die Testfalle D, gefällt euch das, wo brauchen wir Varianten und ähnliches und erweitern das dann einfach. Und da arbeitet das schön zusammen. Also was wird abgefragt? Witzigerweise diese Testfallerstellung, ja. Und da bedienen wir uns, wenn es erlaubt ist, natürlich in allen agilen sage ich jetzt Blödsinn, allen künstliche Intelligenz-Tools, das gibt. Wir sagen immer AI bei uns intern, deshalb kommen wir immer durcheinander. Also das verwenden wir. Also wir nehmen auch beinhart und schmeißen einfach diese Anforderungsdokumentation einfach in eine AI ein, lassen das entsprechend auswerten und kommen gleich mal heraus und sagen, okay, das wären jetzt die Testqualitäten. Und wenn es Standardsoftware ist, die gut bekannt ist, dann gibt es das alles da draußen. Du musst das nur sinnvoll konsolidieren. Du musst nur sagen, hey, mit welchen Apps arbeitet ihr? Standardfälle sind das leitest ab und du hast schon mal ein gutes Set. Ja? Und wenn du dann nicht ganz daneben bist, sagst du AI noch, na gut, und jetzt generiere immer daraus bitte Importformat für X-Ray Jira, um das dann irgendwie reinzublasen und du bist fertig. Ja? Also das geht sehr schnell. Also Testfallerstellung ist ein Thema, das wird abgefragt und das bringt die Projekte sehr oft unter Druck, weil die gleichen, die diese fachlichen Testfälle erstellen sollen, haben doch einfach nie Zeit. Und ich war früher vor vielen Jahren bei einer Versicherung, ja, da haben wir von den Aktuaren, also von den Mathematikern haben wir Testfälle gebraucht, haben wir nie gekriegt, ja. Letztlich haben wir nur Videoaufzeichnungen gemacht von deren Tests und haben aus diesen Videoaufzeichnungen dann einfach Testfälle abgeleitet, ja. Also heute lacht man drüber, aber vor 25 Jahren war das echt noch ein Thema, das war nicht so simpel, aber wir haben das auf der Basis gemacht. Also das wird meiner Meinung nach stark nachgefragt. Ein zweites Thema, das immer wieder interessant ist, dass es ja nach wie vor noch viele gibt, die haben Testautomatisierung aufgesetzt hat über Web-UI. Ja. Das ist einfach da. Und da gehen halt viele Leute jetzt einfach in den nächsten Schritt und sagen, okay, ziehen wir es auf einen anderen Level, machen wir mehr das API-Testing, das gibt uns da mehr Stabilität. Das ist das Zweite, was wir viel machen eigentlich. Also Postman und SOAP-UI sind da momentan so die relevanten Sachen. Ja. Und ganz witzig ist, was jetzt auch neu dazu kommt, aber erst muss ich sagen, in den letzten 4 Projekten, die wir gemacht haben, ist Testdaten-Thema. Ja. Weil, ja, wir wissen ja alles seit vielen Jahren, dass wir DSGVO-konform sein müssen und dass das von der Seite her passen muss. Aber wenn du heute jetzt die üblichen AIs fragst und sagst, mach mal Testdaten zu dem und dem anderen Thema, dann sind ja alle sehr artverwandt, ja, weil der macht einfach keine richtigen Grenzfälle oder ähnliche Dinge auf und da haben wir momentan auch einiges zu tun und zu überlegen. Also das sind spannende, coole Sachen, aber wie gesagt, wir versuchen diese Dinge immer extrem zu automatisieren und zu schauen, dass das auch wiederkehrend ganz gut funktioniert. Ja, verstehe. Also gerade Testdatenmanagement finde ich total spannend, weil wir hatten ja letztens die Ausgabe zum German Testing Magazin unter Testdatenmanagement gestellt und da gab es so viel Feedback auch und so viele Ideen und so, was man also ich glaube, das ist gerade ein großer Punkt, der auch viele beschäftigt, da, wenn du unterschiedliche Systeme hast, wie du dann mit dieser ganzen Testdatengenerierung und so umgehen kannst. Ich glaube, das ist noch ein großer Punkt, ja.
Ja. Das ist auch sehr oft ein infrastrukturelles Problem, weil du halt einfach von der Dev in die Test oder in die Q-Systeme und dann in die Bot und aber vom Bot willst du nicht, aber du willst dann vielleicht doch in der Bot das eine oder andere auch noch nachstellen und Ähnliches. Natürlich, aber Testdaten ist ja sicherlich momentan, und die werden auch immer komplexer. Ja. Man stelle ja für eine AI-Applikation, die du testen willst, ob die richtig funktioniert, stell da mal Testdaten zur Verfügung, Tempo 1 und dann mach Vergleichsdaten, auf die du das Soll-Ist vergleichen kannst. Das kann schon sehr komplex werden. Ja. Ja, ja. Du hast vorher gesagt, das fand ich einen ganz schönen Begriff, Tester on Demand, sozusagen. Ja, Mhm. ich buche mir den so wie bei Netflix, geht los. Ne? Also früher war das ja schon immer also ein relativ langwieriger Prozess, bis man dann irgendwer dann auch wirklich dann da produktiv war. Was sind denn heute so Zeiträume, die realistisch sind, jetzt unabhängig auch von einem Onboarding, bis du die ganze Technik hin hast, aber wo du sagen kannst, okay, das ist so am Markt jetzt da, wenn einer einen Tester braucht, dann hat er den in Amazon Prime am nächsten Tag oder dauert das eine Woche oder einen Monat oder so, ne? Ja, es ist unterschiedlich. Also, wie du sagst, im Regelfall, die große Herausforderung ist, dass die Kunden selber so viele Gates haben, wo man durch muss, bis dass man da wirklich mehr anbieten kann. Also es fängt an, dass man den Auftrag abstimmt, dass man das NDE entsprechend unterschreibt, dass man die TOMs von der DSGVO, also das ganze Paperwork rundherum, ja, das ist sehr, sehr oft ein Problem. Und damit verzögern sich die Dinge, ja. Was wir aber gemacht haben, ist eben mit dieser Grundidee, und wir haben das ja, wie Covid war ja damals Change Manager und ich habe gesehen, wie der Projektleiter da gelitten hat, weil er einfach die Dinge nicht mehr zusammengebracht hat. Und wir haben uns eigentlich Folgendes überlegt: Wir wollen eine Antwort auf die Frage, wie kann ich innerhalb einer Woche loslegen? Das ist eigentlich unser Paradigma. Und wir haben so einen 4-stufigen Prozess da für uns etabliert, der im Wesentlichen so der erste Schritt, das ist ziemlich einfach, ist Kontaktaufnahme, ja, wo man einfach mal grundsätzlich sagt, welche Inhalte kann man machen. Und wir machen bei uns bei dem Remote-Testing ja nicht alles. Ja. Also wir haben uns auf bestimmte Dinge kapriziert, also wie die Testfallerstellung und die Durchführung und die Testautomationsentwicklung und die Testumgebungsintegration und Testdaten. Das sind die Themen, die wir da grundsätzlich machen. Wir tun natürlich auch Last-and-Performance-Testen und was sonst noch so ist, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Remote-Testing-Service, was wir da versucht haben, so hinzukriegen. Also wir machen eine kurze Kontaktaufnahme und gleiche mal ab, hey, worum geht's denn? Was braucht der? Ja, weil das wissen die oft ja schon gar nicht. Dann kommen wir vielleicht drauf, wir müssen da jetzt Testfälle erstellen und Tests durchführen. Ja, im gleichen Call oder am nächsten Tag, das ist halt dann immer, hängt auch am Kunden an letztlich, machen wir so eine Auftragsklärung, dass wir einfach nur mal sagen, okay, was sind die Details? Welche Aufgabenartefakte können wir haben, um vielleicht eine Aufwandschätzung abzuleiten? Das können Anforderungsdokumente sein, Zugriff auf eine Applikation oder was auch immer. Ja. Und wenn es zum Beispiel um Anforderungsdokumente geht, wenn die 600 Seiten haben, dann machen wir da oft auch statistisches Mittel. Wir nehmen einfach 5 Seiten raus, werten die aus und sagen, aha, auf 5 Seiten findet man 20 Testfallideen. Das heißt, mal 600 minus den üblichen Drittel an Overhead ergibt dann, keine Ahnung, 1000 Testfälle, ja, oder Ähnliches, wo wir sagen, das können wir tun. Warum ist das notwendig? Weil letztlich dritter Schritt, der Kunde natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Aufwandschätzung haben, bis das zum Angebot kommt. Und während wir aber das tun, also diese Auftragsklärung, diese Aufwandsklärung, beschäftigen wir schon einen bei uns im Remote Testing Center und sagen, hey, schau dir das an, du bist der dann wahrscheinlich da hineingeht. Und dann ist es eigentlich so, Angebot ist da, es gibt eine Unterschrift und am nächsten Tag legen wir los, weil der ist schon im Thema drin, der wartet schon drauf, dass es tut. Das ist dann bei uns der oder die Spock. Ja. Und die übernimmt dann quasi die Verantwortung, dass dieses Projekt für den Kunden genauso läuft. Und ja, natürlich haben wir dann immer wieder Rückmeldungen, dass ich sage, ja, aber die Unterschrift kriege ich jetzt noch nicht ganz, bitte warten wir noch und. Ja, dann verzögert sie es halt. Ja. Aber für den Kollegen, für die Kollegin ist es einfach ganz ein normaler Zugang, möglichst schnell anbieten zu können, was dem letztlich da irgendwie fehlt. Und wir parallelisieren auch sehr stark. Ja, das ist, also die Parallelität, das finde ich schon interessant, weil da hat man wirklich da den Punkt, wenn dann wirklich das Onboarding fertig ist, dann eigentlich auch schon mit den ersten Fakten dann auch wirklich loslegen zu können. Ne? Ja. Genau. Und da ist auch wiederum dieses Konzept mit dem Spock, finde ich gut. Also das ist der Kontakt zum Projekt, zum Auftrag. Und der ist aber dann verantwortlich, dass er dann noch die Testerressourcen, nach Abschätzungen, die er halt mitnimmt, dann aus diesem Remote Testing Center Team bei uns dann einfach auch bucht und sagt, du, ich glaube, ich brauche die da morgen mal da und dort und I und H. Ja, also das ist
dann eigentlich der Zugang dazu. Und das funktioniert eigentlich, muss ich sagen, wirklich gut. Bin da auch recht stolz drauf, wenn wir dann halt auch wirklich innerhalb von einer Woche anfangen zum Testen. Aber das war eben die Grundidee an diesen Remote-Testing-Services, wo wir gesagt haben, tun wir mal alles weg, wenn man so üblicherweise da diskutiert und verhandelt und. Also wir machen auch zum Beispiel bei der Kontaktaufnahme, da kommen wir schon hin mit einem NDA, dass wir möglichst schnell die Kundeninformationen kriegen können und sagen, schau, haben wir schon ausgefüllt für euch, braucht ihr nur gegenzeichnen, dann sind wir da schon im Geschäft, ja. Legen unsere Standard-DSGVO hin, ja. Natürlich passiert es immer wieder mal, dass dann der sagt, danke, passt, aber ich muss es intern mal weiterleiten. Und dann hast du halt irgendeinen Rechtsanwalt, der hat dann 4 Wochen braucht, bis er das beantwortet. Ja, dann stehst halt an, aber das ist ganz normal. Aber es liegt nicht an uns. Und wenn der Pain beim Kunde groß genug ist, habe ich auch schon erlebt, da sitzt dann der Managing Director auch da drinnen, der sagt, geht schon, unterschreiben wir machen weiter. Also Ja, das genau, dann geht geht's. in dieser kurzer Zeit. Wenn die Not groß ist, dann gehen die Dinge meistens auch relativ schnell. Ja, genau. Ja, absolut, Ja. absolut, Ja. genau. Was würdest du denn jetzt sagen wir aus der Sicht des Projekts, ne? Also jetzt sind ja hier einige, die auch in ihren Projekten tätig sind und jetzt gibt es da irgendwie einen externen Kollegen, der jetzt dazukommt. Und du hast vorher gesagt, dieses Thema der Kommunikation, das ist so wichtig. Was würdest du denn dem Kunden jetzt sagen, was sind die 1, 2, 3 Dinge, die der tun kann, um möglichst rasch diese Kommunikation auch echt gut aufzubauen, damit das auch schnell durch Storming, Forming durch ist und man ins produktive Arbeiten kommt? Ja. Also ich glaube, zum einen ist es trotzdem auch ein Tool-Ansatz. Wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst rasch eine tiefe Tool-Integration in diesem Projekt schaffen mit unseren Leuten. Also wenn der jetzt mit Jira, mit Azure, mit Trello oder was auch immer arbeitet, auf das Zeugs brauchen wir einfach Zugriff, ja, weil dorthin Kommunikationspattern wollen die ja das Feedback von uns auch haben, das muss ja entsprechend auch integriert sein. Also diese Tool-Integration ist wesentlich. Was wir natürlich auch immer wieder erleben, ist, dass ein Kunde sagt, ja, ich habe jetzt kein Tool, wo du rein darfst, ja, oder ich habe kein Tool, ich habe überhaupt kein Tool, haben wir ja auch schon gehabt, ja, also der ist gekommen mit einem Haufen Word und Excels und wir haben gesagt, okay, können wir, aber machen wir es anders. Was wir da anbieten ist, wir bieten an Standard, Jira und Confluence. Ja, also wir haben Webseiten bei uns gebaut, also Wikis im Confluence, wo alles schon drinnen ist, wo Meeting-Templates drinnen sind, spezifisch für dieses Projekt. Und der Kunde kriegt dann, heute ist alles in der Cloud, Zugriff auf seine Confluence-Seite, auf sein Jira und dort arbeiten wir Dinge ab. Da gibt es dann oft so einen kleinen 2-Stünder, der notwendig ist, um denen die Tools zu erklären, wenn sie das nicht kennen. Und das war's. Also diese Tool-Integration ist aus meiner Sicht für die schnelle Kommunikation das eine. Das zweite ist, ich glaube, dass es, auch wenn etwas remote ist, dass das Persönliche schon eine wesentliche Sache ist. Also wir schauen auch zum Beispiel, dass wenn wir diese Arbeit aufnehmen, das Kickoff machen, dass wir das durchaus on-site machen. Ja, aber dann hat man sie schon mal gesehen, man fühlt schon ein bisschen, wie die Situation dort ist und umgekehrt können die dann auch ein bisschen abschnuppern und das wirkt dann einfach ganz anders. Also das ist durchaus so, dass wir da hingehen, ist sicherlich das zweite wesentliche Thema. Und das dritte, wo es dann einfach passt, ist Offenheit. Wenn ich was nicht schaffe, sage ich zum Kunden, ich habe das versprochen, aber es funktioniert nicht, ich mache das einfach klar. Ja, und wenn ich dann eine gute Verlässlichkeit hinkriege, kriege ich das Vertrauen. Das Vertrauen kriege ich nur über die Transparenz. Und wenn es so ist, dann können wir Aufgabenverteilung auch wirklich reden, weil sonst glaubt ja auf Kundenseite immer einer, ja, aber ich bin ja verantwortlich für das, was die machen. Na, der gibt uns die Verantwortung, dass wir das liefern, was wir versprochen haben, und dafür laufen wir und schauen, dass wir das hinkriegen. Ich denke, wenn man es auf den 3 Patterns aufsetzt, funktioniert es ganz gut, und unsere Leute, unsere Spots sind in die Richtung so aufgestellt, dass das genauso läuft. Ich finde das, du sagst ja ein ganz wichtiges Wort, was wir da immer wieder haben, nämlich den Trust, das Vertrauen auch quasi da rein zu haben, dass man sich einfach verlassen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja. Ja, Vaiksi, vielen lieben Dank, dass du hier mal das Thema für uns mal so von der Seite beleuchtet hast. Ich finde das spannend, wie man heute mit externen Teams, mit einer externen Unterstützung da arbeiten kann, die ins Projekt zu holen, wie das sich ein bisschen auch verändert hat in der Zeit, als ich da noch aktiv war, im Consulting-Business mehr so drinnen war. Das war super spannend. Ich danke dir schön, dass du hier warst, und ja, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal wieder eine Folge gemeinsam. Ich wünsche dir auf jeden Fall die Woche noch eine wunderbare Woche und bis bald. Richie, das ist total nett von dir. Herzlichen Dank für das Gespräch. Also, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut, das ist ja unpackbar, wie schnell das vergangen ist. Aber lass mir bitte noch eines nachlegen. Ich würde auch
ein Special anbieten wollen. Ja? Weil jetzt haben wir natürlich viel theoretisiert und in irgendeiner Art und Weise wollen die Leute immer wissen, na, ist das wirklich so? Also ich biete an für die ersten 3, die sich bei mir rühren. Wir haben dann in den Shownotes meine E-Mail-Adresse drinnen und die dort reinschreiben, sie beziehen sich auf den Podcast Software-Testing mit dir, kriegen von mir einen kostenlosen Anforderungscheck für Funktionstest. Ja. Also wir schauen uns tatsächlich an, was auch immer wir von denen kriegen. Wir prüfen die Testbarkeit von Anforderungen und bevor wir überhaupt dann wirklich alles von dem brauchen. Also wir brauchen dann noch keine Testinfrastruktur dafür, wir brauchen keinen Access, wir müssen die Applikation nicht einrichten. Also es ist alles noch voll auf Distanz. Ja. Aber wenn Sie uns irgendwas geben, wo wir einfach schauen können, wie ist der Zustand der Anforderungen, kann man daraus also entsprechend machen, also Pflichtenhefte, Systembeschreibungen, was auch immer. Ja. Wir unterschreiben natürlich ein NDA, damit es von der Seite keine Probleme gibt, biete ich gerne an, dass wir das einfach mal in einem Umfang von 4 Stunden auf unserer Seite mit unseren Teams und mit unseren Tätigkeiten machen und wir schicken das einfach zurück. Der Vorteil ist, er hat einen Report mit einer Einschätzung zu diesem Thema und das Zweite ist, man kann natürlich auch ableiten, was kriegen die Leute bei der Sequence in 4 Stunden weiter. Ja. Also das wäre mein Angebot für die, die es interessiert. Super, das ist doch schön. Das packen wir auf jeden Fall mit rein und okay. Ich denke, da wird sich sicher wer melden auch dazu. Ja, super. Vielen lieben Dank für das Angebot und danke für das Gespräch und mach's gut, Waxi, ne? Richie, danke dir auch, noch eine erfolgreiche Woche und danke für den Talk, war echt super nice. Danke dir.